Warum ich hier so genervt schaue und warum ich hier so schnell laufe, als wäre der Teufel hinter mir her, das erfahrt ihr im heutigen Video von Miles & Marcel. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit Swiss in der Business Class von Zürich nach Sao Paulo. Und um zu verstehen, warum ich hier als Business Class Kunde so lange in der Schlange stehe, nun dafür müssen wir ein paar Minuten zurückspulen. Mit knapp 25-minütiger Verspätung kam mein Zubringerflug aus Paris in Zürich an. Anschließend musste ich die Beine in die Hand nehmen, um den Flug nach Sao Paulo noch zu erwischen. Also ab durch die Passkontrolle, ab in den Zug, der mich ins andere Terminal brachte. Dort angekommen, die Treppen nach oben und den Menschen hinterher, die offensichtlich alle noch den Anschlusszug erwischen wollten. Am Gate angekommen, stellte ich erschreckt fest, dass dort Johannesburg stand und nicht Sao Paulo. Ein Blick auf die Fluganzeige und ich wurde mir bewusst, dass ich in die falsche Richtung des Terminals gelaufen bin. Wer sich auch im größten Stress sein Gate merken kann, ist hier klar im Vorteil. Mit dem Aufruf Final Call betrat ich die Gangway zum Flieger. Ich war so erleichtert, dass die 777 von Swiss noch auf der Parkposition stand. Und man sieht es mir auch dezent an, dass mich die letzten Minuten doch etwas Kraft gekostet haben. Ich war fertig. Das Boarding zog sich ziemlich in die Länge und da ich so gerannt bin, um noch Zeit zu gewinnen, hatte ich jetzt ausgiebig Zeit, diese noch hier zu stehen. Komischerweise war auch der zweite Zugang zum Flieger gesperrt, denn Business, First und Economy Class haben alle durch einen Eingang geboardet. Dort angekommen gab es zur Begrüßung erstmal, wie es heutzutage üblich ist, ein Desinfektionstuch. Schokolade wäre mir jetzt nach dem Laufen lieber gewesen. Danke. Hallo. Hola. Und hier ist auch mein Sitzplatz für die nächsten 12 Stunden, der sogenannte Thron von Swiss. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ausdrücklich für das doch relativ schlechte Bild entschuldigen. Dieses Flackern habe ich auf der Kamera so schnell nicht wegbekommen und mir fehlt da ehrlich gesagt die Erfahrung, um das jetzt perfekt auszugleichen. Aber ich hoffe, es stört euch nicht und ihr könnt trotzdem dieses Video genießen. Am Platz selber erwarten den Business-Class-Kunden einige Sachen, so zum Beispiel eine Decke für den Flug. Es gibt ein bequemes Kissen, beides aktuell eingeschweißt aus hygienischen Gründen in Plastik. Dann erwartet einen natürlich das Amenity-Kit, das wir später uns noch einmal anschauen werden. Außerdem gibt es Kopfhörer mit einem kleinen Hinweis, dass man auch spenden kann. Und es gibt eine Flasche Wasser am Platz, die auch bei Bedarf aufgefüllt wird. Der Thron bietet den Vorteil, dass man einen direkten Zugang zum Gang hat. Außerdem befinden sich dort natürlich auch ein USB-Ladeanschluss und ein sehr großes Fach zum Verstauen von Laptops oder Reisetaschen oder ähnlichem. Ein hochauflösender Monitor, der in Wirklichkeit etwas größer war, als er jetzt hier vielleicht auf dem Video wirkt, bietet dem Kunden jede Menge Unterhaltung für den Flug. Aktuell ist die Anzahl der neuen Filme natürlich etwas eingeschränkt, so viele gab es ja auch nicht in letzter Zeit. Diese Aufnahmen entstanden im August 2021, da hatte das Kino noch einiges vor, aber die Auswahl war trotzdem für so einen Langflug für, glaube ich, alle Geschmäcker ausreichend. Was ich immer besonders mag, ist die Flight Map, bei der man sich den Flug anschauen kann. Hier hat Swiss wirklich ein ganz fantastisches Programm. Man kann die Weltkarte nehmen und ganz normal drehen, wie man das von einem iPad oder ähnliches kennt und kann den Flug nachvollziehen, schauen, über welche Städte man fliegt und natürlich auch das Ganze während des Fluges laufen lassen in Echtzeit. Alle Gäste, die etwas Musik hören wollen während des Fluges, werden im Entertainment-System ebenfalls fündig werden. Hier gibt es aktuelle Alben, aber auch Klassiker der Musikgeschichte. So wird der Flug garantiert nicht langweilig. Neben einem Begrüßungsdrink, welcher hier schon leer zu sehen ist, bekommt man kurz nach Einnehmen des Platzes die Menükarten für den Flug gereicht. Zum einen natürlich gibt es eine Weinkarte und es gibt auch eine ausführliche Speisenkarte. Beim Frühstück hat man eine große Auswahl. So kann man aus einer sehr umfangreichen Liste wählen, was man am nächsten Morgen gerne frühstücken möchte. Ich empfehle euch in jedem Fall die warmen Croissants.
Wie man sehen kann, bietet der Business-Class-Sitz genügend Beinfreiheit für Start und Landung. Der Sitz befindet sich jetzt noch in einer aufrechten Position. Außerdem gibt es unter dem Monitor ein Staufach, wo zum Beispiel ein Smartphone perfekt hineinpasst. Das finde ich klasse gelöst. Der Flug war nahezu ausgebucht und da ich so spät erst im Flieger war, ging es dann auch relativ schnell los nach Sao Paulo. Kaum in der Luft angekommen, wird auch das Wi-Fi für den Flug freigeschaltet. Swiss Connect bietet eine relativ stabile Verbindung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, denn schaut euch mal an, so sieht der Weg aus, wenn man das Ganze buchen möchte. Nachdem man das WLAN ausgewählt hat, muss man die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Und guck mal, wie ich hier durchscrolle. Das müsst ihr alles durchlesen und bestätigen, wenn ihr das WLAN an Bord genießen wollt. Ja, dann ist der Flug auch schon fast rum, ehrlich gesagt. Das ist natürlich auch ein klasse Service. Man bestätigt das Ganze und kommt anschließend auf die Menüseite, bei der man auch die Preise einsehen kann. Diese sind sehr, sehr happig. 50 Megabyte 19 Franken, 220 Megabyte 59 Franken. Und kurz nachdem die Anschnallzeichen erloschen sind, begann auch schon der Service. Ja, ich hätte gerne einfach nur einen Salat vorweg und die Maiskolade. Ja. Ich brauche nur die Aufspeise, dann kommen wir mit dem Rest. Perfekt. Vorne weg. Dankeschön. Danke. Bis das Essen kam, hatte ich noch etwas Zeit, meinen Sitz ausgiebig zu erkunden. Neben der bereits angekündigten Beinfreiheit gibt es auch sehr viele sinnvolle Fächer. So zum Beispiel hier rechts von einem ein Fach, das groß genug ist, um seine Schuhe zu verstauen. Das ist doch mal eine wirklich sehr sinnvolle Lösung. Der Sitz lässt sich in alle möglichen Positionen verstellen. Dazu findet man links von einem ein paar Knöpfe, die man so lange gedrückt hält, bis man seine Wunschposition erreicht hat. Hervorheben möchte ich auch noch einmal diese kleine Lampe. Die finde ich äußerst schick und die kann man während des Fluges dann auch einfach dimmen, so wie man sie haben möchte. Es geht hell und es geht auch, haltet euch fest, auch dunkel. Bis ganz aus. Aber an, so in der Mitte, gefällt es mir dann irgendwie am besten. Um die Wartezeit zu versüßen, wollte ich anfangen, einen Film zu schauen und habe dabei die Kopfhörer in Benutzung genommen. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich die Qualität der Kopfhörer von Swiss nicht überzeugt hat. Ich habe sie später im Verlauf des Fluges gegen meine eigenen Bose Quiet Comfort Kopfhörer getauscht, da wirklich der Sound überhaupt nicht ausreichend war. Das habe ich in anderen Flight Reviews hier auf YouTube anders erlebt. Andere waren sehr zufrieden. Warum das jetzt bei meinen Kopfhörern nicht so war, keine Ahnung. Vielleicht waren sie kaputt. Ich weiß es nicht. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn ihr eigene Kopfhörer habt, nehmt die gerne mit, wenn ihr einen guten Sound haben wollt. Schon aufwecken bei Ihnen, ja? Gerne. So. Nachdem der Tisch fürs Essen vorbereitet worden ist und ich noch eine leckere Cola Light bekommen habe, begann auch schon das wirklich hervorragende Essen an Bord.
Was möchten Sie gerne als Vorspeise? Die Gemüse tartare oder Vitello tonnato? Ich will einfach bei dem Salat bleiben, wenn das Nur geht. den Salat? Ja, das wird mir reichen. Ja, voilà. Ja, das ist doch super. Dankeschön. Danke Ich Ihnen. kann nicht wegnehmen wegen dem Covid. Alles gut. Vielleicht dunkle Selles, Cracker. Das Gulasch auch hätte ich gerne ein. Wenn Sie ein dunkles, ein helles für mich hätten, wenn das 1 und 1. Das wäre super. Tipptopp. Wollen Sie noch Olivenöl? Nein, das geht so. Danke. Gut, buon appetito. Danke Ihnen. An dieser Stelle möchte ich, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in diesem Review, die wunderbare Flugbegleiterin loben. Sie hat einen ausgezeichneten Service gemacht, sie hat mich konsequent mit Namen angesprochen und mir diese leckeren Speisen gebracht, wie diesen Salat, bei dem ich mir wirklich Mühe gegeben habe, ihn stilvoll zu essen, was mir ehrlich gesagt nicht immer gelungen ist. Als Hauptgericht gab es eine leckere Maispoulardenbrust und Beilagen. Es hat wirklich hervorragend geschmeckt, war auf den Punkt, ich musste nicht nachwürzen, es war wirklich sehr, sehr lecker. Als Dessert gab es noch eine leckere Panna Cotta und danach war ich dann auch wirklich mehr als satt und zufrieden und wollte nur noch schlafen. Zeit, einmal in das Amenity-Kit zu schauen. Derzeit gibt es diese sehr hübschen Taschen von Swiss, die man später auch noch gut zum Reisen nutzen kann, indem man zum Beispiel Ladekabel oder ähnliches dort transportiert. Im Amenity-Kit befinden sich zahlreiche praktische Dinge, so zum Beispiel Werbung und aber auch eine Augenbinde, die man für die Nacht nutzen kann. Diese ist übrigens sehr bequem bei Swiss. Außerdem findet ihr dort zum Beispiel Ohrenstöpsel für die Nacht, außerdem ein Lippenbalsam, damit man nicht austrocknet während des Fluges. Natürlich gibt es Zahnpasta und natürlich auch eine Zahnbürste. Hier hat mich sehr gefreut, dass diese inzwischen aus Holz besteht und nicht mehr aus Plastik. Gut, der Kopf oben noch, das kriegt man auch noch irgendwann in den Griff. Und natürlich gibt es die berühmten roten Socken von Swiss. Leider gibt es in der Business Class auf der Langstrecke keine Slipper, was ich persönlich immer bevorzugen würde. Bevor ich meinen wohlverdienten Schlaf entgegennehmen konnte, wollte ich natürlich noch auf die Toilette, um zum Beispiel Zähne zu putzen. Und hier lohnt sich der Thron dann allemal, damit man einen direkten Zugang zum Gang hat und die Waschräume aufsuchen kann. Die Toiletten in der 777 von Swiss sind klein, aber bieten alles, was man auf so einem Flug braucht. Kosmetik, Tücher, ein Waschbecken und Wasserhahn und Seife und ja, gut, mehr gab es dann auch nicht. Na gut, eine Toilette, die gab es dann auch noch. Es muss ja. Zähne putzen und anschließend das Gesicht abtrocknen und noch gucken, ob man irgendwo Zahnpasta hat. Die Maske wieder auf und dann ab ins Bett. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, so schnell eingeschlafen, dass ich keine Aufnahmen mehr gemacht habe vom Bett. Und nachdem ich aufgewacht bin, ging alles so schnell. Deswegen entschuldigt bitte, es gibt jetzt keine Aufnahmen mehr dabei, wie man im Bett liegt. Das zeige ich euch dann vielleicht bei einem anderen Flug mal. Nach mehreren Stunden Schlaf gab es ein sehr leckeres Frühstück und anschließend konnte ich das Einfliegen in Sao Paulo genießen. Was bleibt nach diesem Flug in Erinnerung? Swiss bietet mit seiner Business Class auf der Langstrecke wirklich ein hervorragendes Produkt und ganz besonders möchte ich noch einmal hier die Flugbegleiterin Signora Bianchi hervorheben, die wirklich diesen Flug einmalig gemacht hat und einen fantastischen Service geboten hat. Ein bequemer Sitz, der auch zum Schlafen bestens geeignet ist, ein durchweg leckeres Catering und ein sehr aufmerksamer Service haben diesen Flug zu einem sehr positiven Erlebnis werden lassen.
Dazu sei erwähnt, dass ich auch in der Vergangenheit, bevor ich angefangen habe zu filmen, auf Flügen von Swiss noch nie enttäuscht wurde und sich ein Business-Class-Flug wirklich lohnt. Ich hoffe, ihr wurdet auch nicht von diesem Video enttäuscht, auch wenn die Qualität bei einem Nachtflug ja immer leider etwas zu wünschen übrig lässt. Und wenn es euch gefallen hat, drückt doch gerne den Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, denn da kommen in den nächsten Wochen noch einige. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Ciao.